Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute ist hier eine Runde Shakes and Fidget und heute freue ich mich besonders, denn heute habe ich einen Gast auf meinem Kanal, den ich vorher, glaube ich, so noch nicht hier hatte. Es freut mich auf jeden Fall, dass er da ist und zwar haben wir hier den guten Mozon am Start. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Grüß mal auch an alle hier, die nachher in den YouTube-Kommentaren, normalerweise bei mir immer im Chat, aber jetzt ist mal in den Kommentaren. Ich glaube, einmal haben wir eine Challenge veranstaltet. Ich glaube, da war ich am Start, aber... Ja, der SF-Game. Ich glaube, wir haben auch nicht viel geredet. Wir waren sehr konzentriert, wir sind da durchgehustelt ohne Ende. Ja. Stimmt, my bad. Du warst einmal beim SF-Game Cup dabei. Ich habe gewonnen. Genau, du hattest gewonnen und da musstest du dich auch sehr hart konzentrieren. Das stimmt natürlich. Ja. Ansonsten, hatten wir jetzt ja beide so, also wir machen quasi dasselbe, halt du auf Twitch, ich halt so mein Ding auf YouTube, aber wir hatten beide noch nie so wirklich miteinander viel zu tun. Also man muss auch dazu sagen, vielleicht, das muss ich nochmal zum Start hier nochmal vielleicht ein bisschen thematisieren, ganz kurz. Ich sag mal, unser gemeinsamer Start, der verlief ja zum Anfang, sag ich mal, ein bisschen holprig, sag ich mal so. Ne? Also, wo du deinen Step, sag ich mal, in die Shakes and Fidget-Szene gemacht hattest, muss ich mal auch wirklich so an der Stelle sagen, man hat es dir wirklich, oder ich speziell auch, dir nicht wirklich einfach gemacht, ne? Das muss man, also wenn man sich da dran, ich denke mal, du erinnerst dich da auch nochmal dran zurück, so, ne? Ja, klar. Und das ist auf jeden Fall was, wo man sagen muss, ich hatte in der Zwischenzeit auch schon öfter mal, da ein bisschen was zugesagt hier und da, das bekommst du wahrscheinlich auch relativ wenig mit, so wenig wie du von mir vielleicht auch mitbekommst, ne? Weil man lebt ja auch in seinen eigenen Welten, sag ich mal so ein bisschen, oder in seinen eigenen Bubbles. Der Progress, sag ich mal, und das Improvement, was du in den Jahren jetzt aufgebaut hast mit den Shakes and Fidget Official Channel und deinen eigenen Channel und generell die Kategorie Shakes and Fidget auf Twitch, da muss man mal wirklich so sagen, Chapeau, mein Respekt, da hast du wirklich was enorm Krasses aufgebaut, wirklich den steilen Berg erklommen so und wirklich qualitativ kann dir da eigentlich streaming-technisch auch keiner was vormachen. Danke. Ja, sehr gerne. Und du hast es gesagt, das war tatsächlich, nur mal so kurz um reinzugrätschen, das war auch echt jetzt nicht von deiner Seite oder der Community, das ist immer so eine Sache, ob man jetzt akzeptiert wird am Anfang oder nicht, ne? Aber das war auch echt heftig, weil du musst dir vorstellen, man denkt so, hey, wäre doch mal cool irgendwie so ein SF-Stream, ne? Ja, mal machen irgendwie. Setzt man sich so hin, sagt so, ja, cool, brauchen wir da noch irgendwas? Ja, wir haben da jetzt nix. Ja, mach du mal. Okay, gut. Aber machen wir mal so Freestyle-mäßig, alles klar. Ja, aber erstmal ein Teststream, ne? Weil im zweiten Stream war, glaube ich, dann auch schon die Melli am Start. Und auch Gäste, ich glaube, das war schon so... Genau, das war schon richtig professionell gewesen. Da habe ich schon hochgelobt, damals schon. Ja. Also erster Stream war so ein Teststream und wir haben gedacht, ja, keine Ahnung, wenn ein paar hundert Leute irgendwie reinkommen. Playa hatte das aber, glaube ich, so krass angekündigt, dass irgendwie als Show und keine Ahnung, und ich wollte einfach nur ein Let's Play machen und einfach mal testen, so im Stream. Jawohl. Auf einmal sind da 3000 Leute in der Warteschlange. Ja. Ich habe einen Kollegen angerufen, so, Alter, das geht nicht. Ich brech ab. Ey, da sind 3000 Leute. Was? Also, das war, also muss dir vorstellen, der Nervositätsgrad war jenseits von Gut und Böse. Das glaube ich. Also wirklich sehr, sehr krass und dementsprechend, du weißt dann erstmal gar nicht so, ich weiß nicht, wenn du vorher mal gestreamt hast. Wenn es 10 Leute waren, waren es viele. Und dementsprechend ist auch viel los im Chat oder halt auch nicht. Da war der Chat einfach außer Rand und Band. Die Leute wussten überhaupt nicht, was sie irgendwie sagen, erwarten sollen. Und es war eine wilde Achterbahnfahrt. Und mein Puls war bei ungefähr 5000. Und ich glaube, das hat man mir auch angemerkt. Dann war halt auch irgendwie, hat man so gefühlt eine hohe Erwartungshaltung daran, was man da jetzt abliefert und was nicht. Ja. Und da musste ich erstmal reinfinden. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es ist, glaube ich, nichts. Gerade wenn man jetzt so ein Video ist für mich zum Beispiel sehr ungewohnt, dass man dieses Gefühl, mit dem Gefühl klarkommt, dass man mit sich selbst redet. Weil du hast ja niemanden, der gerade antwortet. Jetzt wir schon gerade. Ja. Aber wenn du jetzt wirklich ein Video aufnimmst, das machst du ja täglich, du redest mit dir selbst, du hast kein direktes Feedback, das ist ungewohnt, anders im Stream.
Und ja, du weißt nicht genau, wie findet man das jetzt eigentlich? Kommt das cool an? Kommt das nicht cool an? Was ist das für ein Content? Und ja. Also da kann ich dir auf jeden Fall nachempfinden, weil wenn ich jetzt eine Zeit lang nicht gestreamt habe, bei mir, wie du sagst, das ist ja mein täglich Brot, sag ich mal, die Videos, darin bin ich routiniert, das geht frei von der Hand, da brauche ich keine 2, 3 Anläufe irgendwie oder so, das passiert, drückst du ne, das sehr beliebte Meme Start, Stopp und dann ist das Video fertig, so mäßig, das geht von der Hand hier bei mir, aber wenn ich halt lange Zeit nicht gestreamt habe, dann merke ich auch, ja, wie schwer mir das fällt, auch wirklich teilweise stundenlang am Stück. Und das ist, finde ich, auch eine hohe Kunst, sag ich mal. Und das unterschätzen, glaube ich, auch viele. Absolut. Wirklich Alleinunterhalter zu sein. Das ist auch, wenn du wirklich mal richtigen Marathon hast, wo du wirklich 10 oder noch mehr Stunden am Stück alleine streamst, das belastet extrem auch die Stimme. Ja. Und da hat man teilweise auch wirklich, obwohl man nicht erkältet ist, auch Halsschmerzen nächsten Tag danach und ist heiser, obwohl man nicht geschrien hat oder so. Aber es ist halt wirklich, es kostet schon einiges und die ganze Zeit auch konzentriert sein. Du hast sehr viele Impressionen, die auf dich niederhageln, zumal der Chat, dann hast du das Gameplay, ne? Dann kommen noch irgendwelche Alerts, scheppern irgendwo noch quer rein und so, ne? Und darin überall so die Fassung zu bewahren, sag ich mal, ist dann auch gar nicht mal so einfach. Ja. Absolut. Ich finde, das ist auch, wo du sagst, das ist auch was man oft unterschätzt. Gerade im Livestream, wenn du versuch mal viel mit dem Chat zu interagieren, die Nachrichten mitzubekommen, darauf zu antworten. In der Zwischenzeit kommen aber schon 15 andere Nachrichten und du willst eigentlich das noch fortführen, was du gerade sagst, aber auch gleichzeitig auf die anderen Sachen eingehen und irgendwann, nach einer gewissen Zeit, merkst du so richtig, wie dein Hirn so richtig lahm wird. Genau. Du bist einfach, irgendwie wirst du behäbiger, musst erst mal einen Schluck trinken, so, ja, okay. Ja. Und je länger das geht, desto stärker leidet auch so die Konzentration und wie du sagst, wenn du dann auch mal ein bisschen eskalierst. Ist das was, die Waffe? Ja, wollen wir mal schauen? Ja, Alter. Yo. Ja, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber ich will mich ja erst auf Stufe 700 so equippen. Ne? Ja. Aber das ist jetzt mit Abstand so meine beste Spanne, die ich von den Legendary-Waffen jetzt so gefunden habe, sag ich mal. Ich würde die nehmen. Ja, klar nehme ich die. Also ich rüste die nicht aus, so, ne? Also das mache ich erst auf 700, aber ja, also für meine. Was hast denn du gerade für eine? Für die Begleiter vielleicht so. Ja, Crap. Also. Alter. Das ist halt. Das scheppert jetzt schon heftig, ne? Ja, warte mal, wo ist denn? Achso, ich habe hier keinen Platz. Der Klassiker wieder hier. Lass sie einfach im LD. Klassiker wie Mozart hier wieder. Hier. Also das ist schon. Ich kann rechts raus, falls sich das interessiert. Ja. 6000. so total unsicher. Nee, das wird scheißegal. Ich kann rechts raus bis zu 6100 schon mittlerweile finden. Also es ist schon relativ nah am Maximum dran tatsächlich. Das ist geil. Ich suche gerade auf für 50 immer noch eine Waffe. Die aus dem Stream jetzt aus den vergangenen Tagen werden es wissen. Es ist sehr viel Pain, teilweise mal die richtige Waffe zu finden. In deinem Fall zum Beispiel, du würdest jetzt sagen, ja geil, wenn du jetzt eine suchen würdest, würdest du sagen, okay, die nehme ich, die ist geil. Ja. Wenn das dann, also wenn es nicht der Fall ist, dann kriegst du die Waffe und wenn du dann wirklich mal eine bräuchtest, dann kommt die einfach nicht. Richtig, es ist wirklich so. Ja, genau. Ich habe auf den anderen Charts so Dungeon Pause, scheißegal. Ich finde 3 Waffen hintereinander. 3 Runs, 3 Waffen. Ich brauche die gar nicht. Ich kann mir auch vorstellen, maximal eine. Wenn ich Stufe 700 bin, ich habe so einen Struggle bestimmt, dann meine Traumwaffe zu finden. Also das wird geil. Na, das wird scheiße. Also das Umequippen und alles, das wird Eskalation auf jeden Fall. Aber Waffe finden, glaube ich, wird richtig Pain. Ja. Aber ich wollte es so ein bisschen auch nochmal zurücklenken und zwar deswegen muss ich sagen, dieses Videothema finde ich eigentlich ganz geil, weil du hast dann halt eben normalerweise sollst du, sag ich mal, deine 10, 15, 20 Minuten, wo du halt deine komplette Energie reinstecken kannst, aber über einen langen Stream oder so, ne, da zieht sich das natürlich und dann, weiß ich nicht, ab einem bestimmten Punkt, sag ich mal, ist es logisch, dass man nicht mehr so viel Energie hat wie direkt zum Start und deswegen finde ich das eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen, Videos auch so zu machen. Ich weiß nicht, ob du dich da mal irgendwann mal ausprobieren willst. Du kannst ja in der kurzen Zeitspanne deine komplette Energie reinstecken, so, ne? Also so wie wir jetzt zum Beispiel energetisch reden, so würden wir jetzt halt nicht irgendwie 5 oder 10 Stunden am Stück reden, so, ne? Ja. Also, ja.
auf Dauer. Kann man machen, ist halt dann irgendwann scheidest du so ein bisschen ab. Ja. Ich weiß nicht, es wurde schon öfter gefragt, so, willst du nicht auch mal irgendwie so ein Video machen, ne? Besteht durchaus auch mal Interesse. Ist jetzt nicht so, dass die Leute alle wie die Bude einrennen und sagen, ja, ich brauche unbedingt Videos von dir. Aber der eine oder andere fragt mal, ne? Und da fühlt man sich erstmal so ein bisschen geschmeichelt, so, ja, cool, wenn du das interessant finden würdest, aber ich habe ja dann auch den Anspruch an mich, dass ich irgendwas abliefer, wo ich sage, das finde ich persönlich cool, das finde ich interessant, da würde ich gerne was zu machen. Eventuell was es noch nicht gibt oder eben etwas auf die eigene Art und Weise. Und dann soll es ja irgendwie auch so einen gewissen Mehrwert haben. Mhm. Entweder ist es was du selbst fühlst, wo du sagst, das ist geil, das mache ich gerne und deswegen hau ich das einfach raus und zeig so ein bisschen. Ich meine, bei dir ist ja fast wie auch so eine Art Tagebuch von deinen Charakteren, den Servern, dann Community-Content und Sachen, die gerade so passieren, ne? Ja. Und das arbeiten wir auch immer so ein bisschen in Streams auf, ne? Du bei dir im Video, wir so in den Streams immer mal. Mhm. Und ich wüsste halt dann nicht so ganz, was ich im Video machen würde. Das wäre so mein Problem dann. Ich glaube, das haben viele. Uninteressant finde ich es nicht. Ich glaube, dieses Problem haben viele gerade zum Start, wenn sie irgendwie anfangen wollen, irgendwie mit YouTube oder so explizit, sag ich mal, mit Videos. Weil so, was willst du machen, ne? Die ganzen Guides und so, das gibt's ja schon, sag ich mal, zuhauf, ne? Da wärst du denn der x-tausendste, der das macht. Klassische Let's Plays, überlegst du dir dreimal, ob du das machst, ob sich das jemand anschauen will. So, ne? Also ich muss sagen, ich bin da gesegnet, sag ich mal, so ganz ehrlich, wie es ist, so, dass das Leute hier interessiert. Mein Daily Content, sag ich mal, weil ich von mir selbst ja auch behaupte, das ist jetzt halt eben nicht jeden Tag, sag ich mal, der hochwertigste Content. Klar, ab und zu denkt man sich mal auch so abseits von den anderen Sachen so Projekte aus oder irgendwelche Turniere, die man mal so veranstaltet oder so, ne? Also ich versuche da schon irgendwie ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, immer mal auch so mit den Themen, ne? Das ist ja hauptsächlich eigentlich so das Ding, meistens weniger das Gameplay, sondern mehr so die Themen, die man dann aufarbeitet, so in den Videos. Und deswegen sehe ich das auch so ein bisschen mehr als Let's Play, als irgendwie so eine Montage, sag ich mal, von Fidget mit viel Editing, bliblablub und so. Da sind andere deutlich stärker als ich. Und da weiß ich nicht, habe ich denn vielleicht andere, sag ich mal, Stärken? So, ich kann gut den Leuten Kotelett aufs Ohr labern vielleicht, so. Weiß ich nicht. Ja, aber so in die Richtung halt, ne? Ja, das ist ja auch was. Ich meine, die Leute werden das Spiel, man muss sagen, Shakes & Fidget ist schwer, Content zu machen. Ja. Es ist kein 3D-Spiel. Was weiß ich. Ich meine, du hast früher auch Counter-Strike gespielt. Ja. Wenn du da Highlights hast, du siehst das ja direkt. So. Jetzt legst du zum Beispiel jetzt gleich den Dungeon, ne? Ja. Wäre krass, wenn du das jetzt wirklich machst, aber der Moment ist sehr kurz. Der ist da, der ist cool. Die Leute, so, ich sag mal, ein Kenner wird sehen, das ist krass. Aber ein Großteil wird vielleicht sagen, ja cool, der hat jetzt einen Dungeon gelegt. Ja, okay. Ne? Und der Moment verfliegt recht schnell. Und deswegen kommt es halt auch viel auf die Person an, finde ich. Und ich denke, die Leute gucken halt auch gerade dich, weil sie eben an dir interessiert sind, an dem, was du sagst, wie du es sagst, an deinem Humor, was auch immer, an der Vortragsweise. Ist ja irgendwo, jeder hat da so seine Vorlieben. Und die tun das auch, so tue ich das auch, sehr krass wertschätzen, was für einen Output du halt hast. Und ja, ich glaube, irgendwo findet sich jeder wieder. Ob das jetzt eben bei dir ist, die täglichen Videos, wo man jetzt nicht sagt, okay, krass, da muss jetzt der nächste Blockbuster mit 3D-Animationen und keine Ahnung was sein, sondern das ist halt deine Art. Das ist dann im Prinzip auch deine Nische, wo du Videos bedienst. Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal, das ist ja auch so im Endeffekt der Grundgedanke von YouTube so, gibt zwar nicht mehr den Spruch, aber broadcast yourself. Ja, ne? Ich hab's gerade dran gedacht, ja. Genau, und jeder kann so sein Content und sag ich mal, seine Videos so gestalten und wenn es da Leute gibt, die das dann interessiert, umso schöner ist das ja am Ende des Tages, genauso wie du mit deinen Streams ja auch erfolgreich bist und da Leute zuschauen und das ist natürlich genau so schön, sag ich mal, und Leute gucken bei dir dann halt mehr, oder sag ich mal, den Live-Content, so, die fühlen dann vielleicht den Aspekt, da sind dann halt vielleicht auch nicht so viele Leute dabei, die dann so dieses YouTube-Thema fühlen und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil absolut, weil jeder was anderes sehr gerne in seiner Freizeit konsumiert und deswegen kann da ja auch jeder genau so das machen, wie er das machen möchte und
ja, nur dann jemand anderen zu verurteilen für das, was er macht, das ist dann wiederum, finde ich, dann wieder nicht so in Ordnung so, ne? Also man kann ja ist jeden, schwierig, weil, weil man jeden das machen lassen kann, was er für richtig hält, so, ne? Und absolut. Wer ist man, dass man dem das irgendwie abspricht oder schlecht spricht, sag ich mal, was derjenige macht, so, ne? Wer ist ja, das ist halt auch, ja, ich meine, das ist ja, keine Ahnung, du könntest ja auch eine ganz andere Videos, zum Beispiel Basi, macht super krass statistiklastige Videos, das macht ja sonst auch keiner. Und es wird bestimmt auch Leute geben, die sagen, ja, ist voll langweilig so, ich bin halt nicht so der Statistikliebhaber, aber ich glaube zum Beispiel für die Core-Community, gerade so die Leute, die schon lange spielen und sich damit viel auseinandersetzen, ist sowas super interessant. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwo findet sich jeder in einem Content wieder, der irgendwo geliefert wird. Deswegen ist ja cool, wenn es Vielfalt gibt. Wenn jeder das Gleiche machen würde, wäre es auch langweilig. Und wie du sagst, es gibt YouTube, es gibt Twitch und es gibt auch Leute auf Twitch, die sagen, ey, ich bin eigentlich mehr so auf YouTube, weil ich gucke mir das nebenbei an. Ich gucke mir es nicht zu einer bestimmten Uhrzeit an, sondern ich lasse mich gerne nebenbei berieseln. Ne? Mache ich auch voll oft so. Keine Ahnung, ich gehe kochen oder so, mache mir Kaffee und derzeit läuft ein Video am Handy. Ja, spielt die Alu nebenbei, das höre ich ganz oft immer. Ja, sowas, ja, zum Beispiel, ne, das machen Leute bei mir im Stream zum Beispiel, wenn die, die sind natürlich hart am Arbeiten, das ist klar, falls der Arbeitgeber zuguckt, das ist ja wohl klar. Aber im Homeoffice so, ne, oder im, ja, unterwegs würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, hat auch schon der ein oder andere geschrieben, glaube ich jetzt nicht, kannst du beim Autofahren Stream gucken, schwierig, würde ich eher von abraten. Aber deswegen meine ich, da findet sich jeder so wieder und ich glaube auch zum Beispiel, dass sich das gegenseitig befruchtet. Es gibt vielleicht Hardliner, die sagen nur Twitch oder nur YouTube, aber irgendwo hat beides seine Daseinsberechtigung, absolut, sonst wäre es auch nicht da, wo es ist, ne? Ja. Ja, also zum Beispiel ist auch immer so dieses Ding so, ja, dann kommt der Dotzer mal auf Twitch und machst du mal YouTube und das ist erstmal so, wo fühlt man sich wohl? Ich fühle mich ja persönlich auch lieber wohler nur auf Twitch, in Streams, als in Videos, ne? Ja, das ist immer so. Ja, man ist vertraut, das ist halt einfach Gewohnheit auch ein Stück weit so, ne? Ja, das, und das bietet ja einen selbst ja auch ein Stück weit Sicherheit, sag ich mal. Ja, bestätigt einen, vor allen Dingen, wenn man einen Rückhalt von der Community bekommt in dem, was man halt macht und warum sollte man dann vielleicht was anderes machen oder so dann, ne? Ja. Es ist immer mal cool, wenn sich so ein paar Crossovers ergeben, so wie jetzt hier zum Beispiel so, ne, wo sich die Welten auf jeden Fall so ein bisschen vermischen. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall auch mal machen. Und wir hatten das ja auch schon, ja, ich weiß gar nicht, wann die Idee aufgekommen ist, aber vor Monaten irgendwann mal, dass ich so eine Art Interview mit dir machen wollte. Und da lenken wir jetzt auch wieder so ein bisschen zurück, denn wir sind ganz schön ausgeschweift jetzt, sag ich mal. Wirklich einen ganz, ganz großen Schweif gezogen hier. Und zwar wollte ich eigentlich so ein bisschen auch, weil mich das persönlich interessiert und ich denke mal auch viele der Leute da draußen, vor allen Dingen, ich denke mal auf YouTube werden es vielleicht weniger Leute mitkriegen, bei dir wirst du es öfter im Stream mal so erwähnen, aber du bist ja wirklich, sag ich mal, das Standbein, beziehungsweise der das halt eben auf Twitch alles so mit Shakes and Fidget groß gemacht hat, den Shakes and Fidget Official Channel da erfolgreich leitet, was ja jetzt mittlerweile auch so der größte Content-Kanal, sag ich mal, jetzt ist, den Shakes and Fidget hat. Und das ist auf jeden Fall schon echt eine sehr, sehr coole Sache. Und da wollte ich mal so ein bisschen hinterfragen, wer ist eigentlich der Typ dahinter, hinter dem ja, SF Official Channel so. Also soweit du das natürlich erzählen möchtest, ne? Wie kam es da eigentlich dazu? Also wie bist du dazu gekommen, so in diese Rolle reinzuschlüpfen und wie hast du dir das angenommen? Also ich habe halt, erstmal war ich muss dir vorstellen, ich bin der kleine Praktikant, der SF spielt. So. Ja. Zufälle wollen das. Ich hatte bei einer Marketingfirma als Praktikant halt angefangen, während dem Studium. Man brauchte so ein Pflichtpraktikum und ich bin halt nicht der sich bei 50 Unternehmen bewirbt und guckt und so. Und ich war halt sehr speziell. Ich wollte unbedingt so in die Games-Branche. Irgendwie Games-Branche. Wäre geil. Und dann bin ich da irgendwie so reingeraten und da ging es halt auch viel um Player-Games. Ja? Und ich war immer der halt auch neben der Arbeit, ich habe immer SF offen gehabt, habe immer gezockt.
Damals noch sehr unambitioniert. Ich habe ich weiß nicht, viele werden das kennen, dass man sich rumprobiert. Man probiert mal die Klasse auf dem Server aus und auf dem anderen Server nochmal die Klasse. Man ist noch nicht Profi, muss man auch gar nicht. Aber ich habe da irgendwie so eine Leidenschaft gefunden, habe irgendwie das immer so nebenbei. Dann bin ich nach Hause, habe das nebenbei immer laufen gehabt, habe WoW gespielt, Counter-Strike gespielt und so weiter. So, und das Interesse ist aber immer geblieben. Irgendwie war das immer da. So. Und da jetzt da auch viel mit Player Games zusammengearbeitet wurde, hatten auch andere Berührungspunkte, ne? Auch der ein oder andere Praktikant, Mitarbeiter, die haben sich auch mal in SF ausprobiert, aber die waren nicht so ausdauernd und die haben sich nicht so reingefuchst. Und ich hatte das nie irgendwie, das hatte nie einen besonderen Grund, eigentlich hat einfach nur Bock. Mir hat's einfach Spaß gemacht, das Spiel, das Drumherum, das war irgendwie so ein bisschen, ich kannte schon viele Browser-Games von damals und war aber nicht bei den ersten so dabei, die SF dann entdeckt haben. Gibt's sehr viele, du auch, die wesentlich früher schon dabei gewesen sind. Und dann, war ich halt der Praktikant, wie gesagt, der dann das halt viel gespielt hat. Und dann ging das so weiter. Ich habe dann ganz andere Aufgaben auch gehabt. Ich habe nichts mit Player Games zu tun gehabt. Habe ein Kram gemacht, SF gespielt. Dann war das Praktikum rum. Ich habe noch eine Weile da gearbeitet, meine Bachelorarbeit geschrieben, neben dem Studium. Und dann hat meine damalige Freundin so gemeint, ja, hier so ein Master machen wäre voll geil. Ich so, aber weiß ich jetzt eigentlich nicht. Also ich bin nicht so der Lerntyp. Ne? Ich muss mich da durchboxen. Das ist nicht so. Ja, wenn man sich hinsetzen würde, so wie in der Schule, vielleicht früher ab und an mal Hausaufgaben machen, ist einfacher, ne? Hilft. Dann weiß man zumindest, um was es geht. Habe ich nicht gemacht. So. Okay, machst du noch einen Master? Während des Masters war dann erstmal der Kontakt abgebrochen, ne? Zwischen der Firma und mir und auch Player Games. Ich habe aber weiter SF gespielt. So. Mit bisschen Pausen dazwischen, das war immer so ein bisschen so eine Sache. Halt gerade Fokus auf Studium und nicht und so weiter. Und dann kam der Kontakt aber wieder. Zwar in einem anderen Bereich, aber dann irgendwann zwangsläufig wieder Richtung Shakes and Fidget. Da habe ich so ein bisschen mehr mitbekommen und dann, ich weiß wirklich gar nicht, wie es in diese Richtung kam. Irgendwer hatte die Idee zu sagen, ja, so ein Stream ist eigentlich cool so. Kann man das in SF überhaupt machen? Ne? War die Frage. Wie gestaltet man Content für Shakes and Fidget? Ich spiele es zwar jeden Tag, aber wie wir schon jetzt vorhin auch festgestellt haben, es ist vielleicht nicht unbedingt so einfach wie bei einem anderen Spiel, wo man tatsächlich 3D-mäßig rumläuft. Geht viel um deine Expertise, die du mit reinbringst, dein Entertainment und so weiter, um die Person, die es irgendwie darbietet. Und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt auch schon Erfahrung mit Streaming, zwar nicht im großen Stil, aber ich war schon immer sehr technikinteressiert und ich kannte mich mit der Software aus, mit OBS, mit verschiedenen Versionen von OBS und ganz vielen Dingen, mit denen sich halt jetzt nicht unbedingt jeder andere auskennt, sag ich mal, in dem Umfeld jetzt auch gerade. Also hattest du vorher schon gestreamt? Ich hatte vorher schon gestreamt. Da hast du noch den einen oder anderen peinlichen Clip so. Auf jeden Fall, ich hatte es vorher schon mal gestreamt, immer so mal ein bisschen ausprobiert. Also ich wusste schon, auch dadurch, dass ich halt da immer sehr interessiert dran war, um was es geht. Aber es war halt auch einfach nur so ein kann man mal machen. Und auf einmal wurde aus dem kann man mal machen irgendwie was Ernsteres. Und ich bin eigentlich so, wenn ich da auch Bock drauf habe, ich lasse mich dann erstmal so treiben. Ich habe dann nicht direkt Schiss oder so, erst wenn es dann soweit ist. Dann fängt es bei mir an so, okay, jetzt ist ernst, ne? Jetzt muss man mal gucken hier. Dann sitzt man mit Player Games zusammen, dann redet man darüber, dann entsteht man Konzepte. Also es gab damals wirklich auch groß angelegte Skripte dafür. Das heißt, komplett inhaltlich, was wird dargeboten, was wird gemacht. Und diese Reise, ich weiß jetzt nicht genau, wie eins zum anderen kam. Das war, glaube ich, auch einfach so ein, aus einer Idee, einer Laune raus. Das könnte man mal testen. Und man hat sich halt verstanden. Man wusste, okay, ich bin jetzt nicht komplett neu im Spiel. Ich war zwar zu dem Zeitpunkt jetzt auf gar keinen Fall ein absoluter Profi, was jetzt heute auch nicht bin, aber du hast nicht so tief drin. Schon gut was angeeignet über, ich weiß jetzt gar nicht, die Jahre. Wann ging das los? Wie lange ist das her schon, dein erster Stream? Bestimmt schon wieder 2 Jahre oder noch länger, ne? Ich glaube über 3 mittlerweile. Oh, Alter. Ja, und ich habe ja, du musst dir so vorstellen, ich war nicht unwissend, aber das, was die Leute dann auch im Stream oder vielleicht bei dir in einem Video oder wo auch immer feststellen,
als Spieler, wenn man jetzt so ein bisschen casual ans Spiel rangeht, dann blickt man nicht so hinter die Fassade. Es gibt sehr, sehr vieles, was man im Verlauf lernt. Und vielleicht heute sogar noch lernt. Das ist, passiert mir hin und wieder immer noch, dass, egal, du hast fast schon alles gehört, aber das Spiel ist so facettenreich, dass es doch noch irgendwen gibt, der sagt so, das kann man auch so machen. Dann so, hä? Heftig. Ja. Und ja, das erarbeitet man sich. Und ich habe halt am Anfang für mich gespielt. Der längste Account ist W18, der ist irgendwie bestehen geblieben. Die anderen habe ich irgendwie liegen lassen. W18 war ich dann auch in der Top-Gilde. Die sind auch bis heute Top 1. Und habe aber nicht so wirklich mit interagiert. Also ich war so ein stiller Teilnehmer in der Gilde, kennst du ja. Gibt viele, die dabei sind. Das ist ja auch absolut nichts Verkehrtes. Ich war aktiv. Ich habe an jedem Kampf teilgenommen. Aber eben nicht so, dass ich war schon wissbegierig, aber ich habe mir immer nur so ein bisschen Videos reingezogen, so zu wissen, wie macht man Pets zum Beispiel. Damals auch Schilling geguckt und Paul geguckt. Und ja, das hat irgendwie dann dieser Aufbau von, du bist jetzt hier der kleine Praktikant, der so ein bisschen, ja, der zockt halt immer SF und macht dann noch so ein paar andere Sachen. Man konnte mich halt auch dann zu Sachen fragen, ne, weil ich war halt der das dann halt verstanden hat. Das Spiel gespielt hat. Und nebenbei dürfte ich auch andere Spiele testen. Ne? Aber ja, man hat halt viele Einblicke und irgendwie ist dann diese Reise von Praktikant zu man hat mehr Berührungspunkte mit Shakes and Fidget, was Marketing betrifft. Ne? Da passiert ja auch immer viel im Hintergrund, was man jetzt nicht mitbekommt. Und dann gab es irgendwie mal so die Idee mit dem Stream. Wir haben den Stream aufgesetzt, geplant, wie gesagt, mit damals noch auch mein Chef krass involviert, der halt auch Erfahrung in solchen, sage ich mal, wirklich jetzt Shows hat. Ne? Das war so ein bisschen der Ansatz. Es sind ja auch große Altersunterschiede. Das heißt, es sind Leute nicht so Twitch-affin und Leute Twitch-affin. Für jemanden, der vielleicht eher Twitch-affin ist, der sagt, ja, Show ist sowas Altes. Für mich ist der Name Show was sehr Altes. Irgendwie denke ich da an Thomas Gottschalk. Ja, TV-Show so, ne? Ja, genau, TV-Show. Und das ist halt vielleicht für Leute, mit denen du zusammenarbeitest, ein bisschen eingängiger, ein bisschen einfacher. Auf jeden Fall sollte das auf jeden Fall so heißen. War für mich ein bisschen komisch. Von vielen wurde aber dann auch erwartet, ja, Show? Kommt denn da jetzt hier so ein Moderator in so einen Raum rein und Playa hat vielleicht irgendwie so ein, weiß nicht, so ein Hangar gemietet, keine Ahnung. Genau das war das Problem, ja. Ja, und das war halt so ein bisschen diese Diskrepanz. Und ich saß dann da halt, ne, in diesem Teststream. Man wusste ja gar nicht, wo das hinläuft. Es kann ja auch sein, das ist voll kacke, das interessiert gar keinen, funktioniert nicht, lassen wir bleiben. Und was ich persönlich sehr schade gefunden hätte natürlich, weil das ist eine sehr aufregende Sache erstmal, klar. Und dazu kommt halt, du darfst dich auch sehr intensiv, noch intensiver als vorher mit deinem Spiel beschäftigen, auch beruflich. Das ist halt irgendwie krass. Ja. Also ich finde das bis heute eine krasse Ehre, dass ich das machen darf. Und dass man das mittlerweile halt auch, ja, so auch in der Community akzeptiert und dass man wahrgenommen wird als Teil, ja. Weil ich glaube, das war am Anfang auf gar keinen Fall so der Fall. Hat man sich gedacht, was ist das für ein Dulli da? Was macht der da? Der soll mir keinen erzählen hier. Und überhaupt, warum überhaupt der und so? Das ist ja klar. Du hast das Gesicht von der Person vorher noch nie gesehen. Warum macht der das jetzt? Und ja, das ist, ich glaube, solche Sachen, das ist ja keine Sache, die erstens viele Unternehmen machen. Da muss man ja auch Playa Games erstmal Props rausgeben, dass die das so an mich gegeben haben, so mir in die Hand gegeben. Eigentlich völlig vertraut gesagt, hey, wir machen das und ich repräsentiere ja automatisch auf deren Kanal mit meinem Gesicht, mit dem, was ich sage, deren Unternehmen. Glaubst du, das war denen damals schon so bewusst gewesen? Beim ersten Stream? Ich meine ja. Es war auch damals wirklich, also es gab natürlich auch irgendwo Erwartungshaltung daran, dass das läuft, dass das funktioniert. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ja, ich meine, letztens hatten wir ja einen Stream mit Thorsten zusammen. Wenn man die Leute von Playa Games kennenlernt, ich kenne jetzt natürlich nicht alle, aber ich habe mittlerweile sehr viele Leute kennenlernen dürfen und da auch vor Ort in einem Meeting mitgesessen, wo ganz viele Leute sich intern austauschen. Die sind so cool drauf, so offen.
und auch irgendwie gar nicht so eingefahren, sondern super dynamisch. Die sind auch einfach, ich glaube, im Gegensatz zu vielleicht so anderen Unternehmen, wo so feste Strukturen herrschen, sind die halt so ein bisschen so flexibler und trauen sich auch mal was. Das ist nicht immer so, dass das dann so angenommen wird, ne? Das kennen wir alle, dass vielleicht irgendwie mal ein Schritt gewagt wird oder was vielleicht gewagt werden soll, ne? Vielleicht so wie beim Mage, bei dem Rework, dass man mal so einen Schritt nach vorne gehen will, ja? Und dann aber sofort eine Retourkutsche bekommt aus der Community. Ich finde es aber besser, als wenn man halt auf der Stelle tritt. Ne? Da merkst du, das sind Leute, die machen sich Gedanken, die wollen irgendwie voranschreiten. Man hat nicht immer die zündende Idee sofort. Und mittlerweile, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber ich versuche auch immer so ein bisschen von außen drauf zu blicken, auch wenn ich immer oft mitbekomme, wie dann, bevor die Kommunikation stattfindet, was halt vielleicht nach außen getragen wird und so und wann, dass da viel mehr passiert und viel mehr transparent mitgeteilt wird einfach. In Umfragen, in Testserver hier, Testserver da. Hier, wir dürfen eine Klasse entscheiden. Ja. Vielleicht voll geil. Ja, und ja, das ist, da bin ich zum Beispiel auch erst reingewachsen. Das war in der Kommunikation, so Playa mit mir, anfangs nicht so eng miteinander, ne? Man hat so ein bisschen über den Stream gesprochen, bisschen Zahlen wiedergegeben, ne, ganz klassisch. Was kann man da noch machen? Ich hatte dann immer Ideen, man kann dies machen, man kann das machen. Irgendwann haben wir auch das Glücksrad zum Beispiel damit reingebracht und dann irgendwann kommt es auch dahingehend, dass man sagt, ey, ich schreibe mit so vielen Leuten, ich rede mit so vielen Leuten auch über den Stream, im Stream, rund um den Stream. Die tragen auch sehr viele Sachen an mich ran oder ich kriege sehr viele Sachen mit und das kann man natürlich auch irgendwo in Meetings verarbeiten. Das kann man mitgeben. Man kann einfach auch intern dann eben Sachen diskutieren, völlig transparent einfach die Dinge mal ansprechen, so, ohne dass ich jetzt irgendwie, es kommt nicht direkt von mir, sondern es kommt halt eben aus der Community raus. Das kann ein Einzelner gesagt haben, das kann eine ganze Menge an Leuten gesagt haben. Es ist ja eigentlich egal, ob das jetzt ein Bug ist oder vielleicht irgendwas, worüber sich Leute beschweren. Vielleicht ist es etwas, was Leute einfach bewegen. Und du weißt nie, ob es in der Zahl der Tickets oder über den Discord oder sonst wo vielleicht mal untergeht. Und dann hat sich das halt auch so entwickelt, dass ich dann auch so Sachen weitergebe, anspreche und auch gerne mal kritisch diskutiere, ohne dass das jetzt direkt im nächsten Stream so, ja, Playa Games hat dazu übrigens dies und das gesagt. Das dann nicht. Aber man kann sich dann eben sicher sein und das, finde ich, macht mir auch persönlich Spaß, wenn man halt eben vielleicht, man weiß es nicht, aber auf irgendeine Art und Weise auch etwas, ein Gesuch der Community weitergegeben hat und es ist vielleicht erhört worden, wenn man so will, ne? Ja, also erstmal ein sehr krasser Monolog von dir, muss ich mal so sagen an der Stelle. Ich bin es einfach gewohnt im Stream die ganze Zeit, nonstop. Ja, nee, aber fand ich sehr gut. Also hast du sehr gut und ausführlich vorgetragen. Also ja, im Prinzip überschneiden sich die Welten doch, ne? Also du kannst auch sogar ja, genau. Also und frei gesprochen, wirklich. Sehr gut. Ja. Nee, also ist doch schon ganz warm, du. Ja. Nee, aber du hast ja alles erzählt, so was ich ja eigentlich so hören wollte, beziehungsweise was mich interessiert hat. Und ich finde es auf jeden Fall krass, wie das erstmal so bei dir anfing und wie das so eigentlich alles per Zufall kam und du dich dann da aber immer mehr so reingelebt hast und ich weiß gar nicht, mit was ich da anfangen soll. Auf jeden Fall das, was du zuletzt erwähnt hattest, mit der Transparenz und mit dem dass man die Mitentscheidung der Community, ich sag mal, in welchem Unternehmen hast du das sonst so krass, dass du bei einem Spiel wirklich als Community so heftig mitentscheiden kannst, du kannst am neuen Content mitarbeiten
und auch wie du sagtest, dass sich das Spiel und Player Games und so auch mal was trauen, wie zum Beispiel halt eben mal komplett alles umwürfeln, wie zum Beispiel den Magier. Und du kannst, und das stimmt auf jeden Fall auch, du kannst, du kannst es auch alles komplett sein lassen, aber dann hast du auch halt kein Feedback von der Community, weil du es ja nie ausprobiert hast. Oder du trittst halt auf der Stelle dann. Und das ist auf jeden Fall, dann lieber probiert haben, als es gar nicht gemacht zu haben. Und dann ist es auf jeden Fall so, denn denke ich mal, der bessere Weg, auch wenn dann immer mal von hier und da ein paar Aussagen kommen, wie kann man da überhaupt so, ne, dass man da an die Klassen rangeht. Aber wenn es so gemacht wird, wie es jetzt bisher halt eben der Fall gewesen ist, dass man bei solchen Entscheidungen, halt bei solchen auch wirklich sehr wichtigen Entscheidungen, die Community mit einbezieht, dann muss ich sagen, ist das auch der komplett richtige Weg und auch wie sich das Game und auch die Firma dahinter entwickelt hat, sag ich mal, in eine positive Richtung mit viel mehr Austausch, auch wenn es mal irgendwelche Fehler oder Bugs gab oder irgendwelche, es kommen ja dazu richtige, wie heißen die, nicht Outtakes, sondern war das nicht Producers Note? Oder Producer Notes, ja, das waren, glaube ich, so eine Sachen, wo dann halt ich glaube, das, was du meinst, das ist auf dem Discord, glaube ich, in irgendeinem, es gibt auch dort, da werden auch News, ich meine, das Forum ist ja jetzt, das wird jetzt Ende des Jahres eingestellt. Aber das sind auf jeden Fall so Sachen, so, wo man so sagt, ey, das müssten die an der Stelle gar nicht machen. Was war der Gedanke hinter dem Update XY so? Und was haben die sich dabei gedacht? Und das ist auf jeden Fall schon eine coole Sache, dass sie da so ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen auch bieten so. Und gerade auch das letztes Mal, das habe ich auch sehr gefeiert mit dem Stream mit Thorsten da. Das ist halt auch so ein Highlight, das hattest du ja letztes Jahr auch schon gemacht, da warst du ja auch schon in dem Headquarter da gewesen. Das fand ich damals schon ziemlich cool, dass man da halt auch wirklich vom Chef höchstpersönlich da... Kleiner Sidefact dazu. Ja. Da muss ich gerade eingrätschen, weil, wo ich gesagt habe, dass das ziemlich coole Socken sind dort. Der Thorsten, kann man sich vorstellen, der hat sehr viel Verantwortung, mittlerweile sehr viele Leute um sich rum. Und ich glaube, im ersten Stream war er eine halbe Stunde da, er kam so dazu, hat auch so ein paar Fragen beantwortet, bisschen geschnackt so. Und dieses Mal war er fast von Anfang an dabei. Und eigentlich haben wir auch so gedacht, jetzt nicht ausufern hier, ne? Waren aber dann 2,5 Stunden. Und das fand ich extrem cool. Er hat super viel preisgegeben, ne? Auch hier geleakt und gesagt, so wirklich auch, wie du sagst, so ein Blick hinter die Kulisse, wie läuft das so ab und wie ist das, wenn wir jetzt zum Beispiel Sachen angehen und also ich habe da selbst sehr gerne zugehört, weil das ist ja nicht so, wenn man jetzt zusammen ein Meeting hat und was Bestimmtes bespricht, dass er dann so aus dem Nähkästchen plaudert, einfach nur, damit ich irgendwie Informationen habe oder so, ne? Ja. Da ist man dann eher vielleicht fokussiert. Weißt du, ich fand das war ein sehr, sehr wichtiger und wertvoller Stream gewesen, weil das hat gerade die Aussagen, die halt Thorsten da getroffen hatte, das hat, glaube ich, für sehr viel mehr Verständnis in der Community gesorgt, Sachen anzunehmen oder erstmal zu hinterfragen, da sitzen wirklich jetzt Menschen hinter, die entwickeln was, die konzeptionieren was, das dauert halt eben Monate, das ist ein laufender Prozess, der halt eben ausgearbeitet werden muss und da kann man nicht das und das und das und das und so und hier und da und viele Sachen, die halt lange gefragt worden sind, die halt auch eben weiß ich nicht, auch sehr, sehr beliebt sind innerhalb der Community, bestimmte Updates, Themen etc. pp., dass da halt eben auch wirklich sich 2-3 Mal hingesetzt wird, überdacht wird, wie kann man das machen und so. Und ich glaube, dass er das so kommuniziert hat, das hat bei vielen, glaube ich, so ein bisschen, weil oftmals die Community auch mal so ein bisschen immer mit der Mistgabel und den Fackeln immer schon bereitsteht, dass das vielleicht so ein bisschen auch das Ganze aufgelockert hat und innerhalb der Community auch so ein bisschen wirklich dafür gesorgt hatte, ein bisschen mehr Verständnis vielleicht da und hier mal zu haben, so den Entwicklern gegenüber. Ja, wie du sagst, es sitzen halt Menschen da, die sind sicherlich nicht alle perfekt, ja, klar sind sie das nicht, die versuchen aber, ihr Job oder ihr Anliegen ist es eigentlich, dass wir Spaß haben und wir ein geiles Spiel haben.
vergisst man ja auch oft irgendwie, wenn man sich über irgendwas aufregt. Man spielt irgendein Spiel, irgendwas funktioniert nicht, man ist total am Ragen, ne? Und wie können die nur und keine Ahnung was. Aber wenn man es so ein bisschen mitbekommt und gerade wenn man halt Thorsten hört und so, wie du sagst, die haben dann, das sind die Ersten, die anfangen zu schwitzen, nicht wir als Spieler. Das sind die allerersten. Denen geht so der Arsch auf Grundeis. Du musst dir vorstellen, wie war das, glaube bei W60, ne? Ja. Wo einfach alles abgeschmiert ist. Alles. Ja. War das nicht sogar Rollback? Ja, das war Rollback mit neuen mit extra Event in der Woche. Ja. Das ist, ich will nicht in der Haut stecken von denen, die, sagen wir mal, die jetzt vielleicht, die hatten eine super gute Intention, es wurde alles doppelt und dreifach geprüft und dann auf einmal tritt irgendwas auf und du denkst so, ey, nee, Mann. Wir wollten jetzt hier so richtig schön alle zelebrieren. Weißt du, du musst dir auch vorstellen, die sitzen dann da in dem Office, es geht los und die freuen sich alle. Das ist für die alle auch ein Fest. Wir feiern ein Fest am Spiel und die feiern auch das Fest mit uns. So. Und sind live dabei, ne? Gucken, was so passiert und dann geht das in die Hose und dann, mittlerweile fühle ich da schon viel mehr mit, wenn irgendwas ist und denke nicht so, oh Mann, jetzt schon wieder, sondern ich denke mir so, die Armen, Mann. Ja, die haben sich so viel Mühe gegeben, so lange drauf hingearbeitet und jetzt, Ja, du kannst dich da ja viel mehr jetzt reinversetzen, weil du ja auch, ne, die Leute da vor Ort kennst, dich da auch mit denen ausgetauscht hast und so und auch Teil davon bist ja irgendwo, ne? Also, wie gesagt, ich finde das ein unglaubliches Privileg, dass man nicht nur, wenn man jetzt sagt, okay, man ist Content Creator, du hast ja auch einen Kontakt eben zu Playa und so und dass man Content für so ein Spiel, was man liebt, machen darf und die Leute das annehmen und zum Beispiel auch einen eigenen Avatar in einem Spiel hat. Ja, also so, es ist schon einfach, ich finde, das ist immer noch so ein bisschen surreal eigentlich. Ja. Es ist schon eine sehr, sehr geile Sache. Kann man nicht so richtig realisieren, das stimmt schon. Also was das Game schon, ich denk mal, da kann ich für uns beide sprechen, was das Game für uns als Creator schon alles so getan hat, das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen und kann man auch eigentlich nicht wieder zurückgeben. So, ne? Jetzt, absolut nicht. Auch gerade, was jetzt so dieses Jahr passiert ist, das ist unfassbar. Schon unglaublich und deswegen sehe ich da halt auch wirklich, muss ich sagen, rosa-rot für uns so ein zweiter Frühling für Shakes and Fidget so, das kann nur noch so bergauf gehen und deswegen, ich fühle mich, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr wohl in der Position, wo ich gerade bin. Das ist schön zu hören, dass es bei dir genauso ist. Du kannst dein Hobby auch so zum Beruf machen, kannst dich da voll entfalten, ausleben und das ist eigentlich etwas, das ist ein Riesenprivileg, wo eigentlich jeder von träumt, ne? Ja. Es ist wirklich so und es ist natürlich nicht so, man darf das nicht verwechseln, dass man jetzt sagt, okay, man kann einfach chillen und macht eben mit Stream an und so. Ja. Du hast auch, da können wir jetzt ja natürlich auch zukommen, du hast ja auch bestimmt verschiedene Pflichten. Wie sieht's denn, also wenn du darüber natürlich reden darfst, ne? Wie sieht's denn so ein bisschen da so aus? Wie kann man sich denn so einen typischen Arbeitstag bei dem Herrn Mozone zu Hause vorstellen? So, also ich stelle mir das so vor, der Herr steht morgens auf, macht sich erstmal seinen heißen Kaffee ready, ja? Und, klar. Und checkt dann erstmal so ein bisschen hier so die Page, hier so ein bisschen, ne, hier ein bisschen rumscrollen, ein bisschen da mal. Und dann wird dann auch schon irgendwann der Vormittagsstream irgendwann schon angeschmissen, von dir privat. So, ne, also dein eigener Stream so, ne. Das, so ein bisschen kriege ich das ja auch alles mit. Und der geht dann, ich weiß gar nicht, ein paar Stunden irgendwie, 2-3 Stunden. Und dann ist, glaube ich, für dich so eine typische, weiß ich nicht, vielleicht so eine Mittagspause oder so oder Mittagskaffeepause und dann ist ja abends dann schon der Official Stream meistens dann, ne? Ja. Und gut, jetzt zwar nicht jeden Tag, ich glaube Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Ja, Donnerstag ist, glaube ich, der deutsche Tag, ne? Der deutsche Tag. Wir hatten das, ich weiß auch nicht, irgendwie hatten wir das mal so als Idee, dass man einen rein deutschen Stream dazu macht, weil das ist halt ein sehr großer Teil der Community. Wenn man ehrlich ist, ist es einfach wie jeder andere Stream, weil natürlich die Leute dann nicht sagen, nö, komm jetzt nicht. Oder auf einmal alle Deutschen so, nö, zu den anderen komme ich nicht, komm nur noch am Donnerstag. Das ist nicht der Fall. Gibt's das denn noch oder ist das schon? Ja, den gibt's noch, aber der ist trotzdem
er ist trotzdem Englisch, Deutsch, Deutsch, Englisch, die ganze Zeit hin und her. Ja. Was man noch dazu sagen muss, das sind natürlich so feste Bausteine bei mir, die Streams. Es ist aber auch jetzt gerade so um die Weihnachtszeit war es vorher so, dass sehr viel zu tun war. Das heißt, auch außerhalb des Streams dann sind diverse Meetings angefallen oder ich musste eben Dinge vorbereiten und dann kann ich halt vormittags nicht streamen. Das heißt, in der Regel habe ich vormittags erstmal, also vorm Stream, ein Meeting mit meinem Team jetzt so aus der Firma. Wir besprechen halt so ein paar Sachen, die tragen so ihren Kram vor, ich trage meinen Kram vor, je nachdem, wenn ich was dazu zu sagen habe oder halt auch nicht. Oder ich trinke Kaffee. Ist halt so, ja klar, es ist ja immer irgendwie, man hat mal mehr, man hat mal weniger zu sagen. Und Dienstag ist für gewöhnlich dann Playa-Meeting angesagt. Das sind, das kann mal 1 sein, das kann mal 2, es können auch mal 3 sein. Das kommt immer ganz drauf an. An einem Tag 3 Meetings, oder? Ja. Boah, krass. Ja. Und dann halt mit verschiedenen Leuten, ne? Man hat so ein bisschen eben einfach Thorsten, mit dem man sich austauscht, eben über verschiedene Dinge. Dann Projektmanagement, Game Design, dass man, was weiß ich, was steht im nächsten Monat an, was ist so im nächsten Update oder im übernächsten, je nachdem. Dann Community-Feedback. Ne, das ist auch etwas, was ich immer nebenbei, ich habe hier immer, mittlerweile habe ich einen coolen Playa-Notizblock bekommen. Weil ich mir immer gerne nebenbei so oldschool-mäßig, ich könnte es auf PC schreiben, bin ja eh am Stream oder sowas. Ich notiere mir das dann irgendwie. Irgendwas wird irgendwie an mich rangetragen, ich kriege irgendwas mit, dann notiere ich es mir, weil sonst vergesse ich das eh und gebe das halt weiter. Ne? Wie vorhin gesagt, es kann sein, dass das schon x-mal in irgendeinem Ticket steht oder vom Discord kommt oder du hast es weitergegeben oder wer auch immer, ne? Ich denke aber immer, es schadet nicht, wenn man es trotzdem nochmal weitergibt. Es kann sein, dass das zum Beispiel genau das nicht weitergegeben wurde, weiß man nicht. Und man tauscht sich ja dann auch aus. Ne? Die sagen dann, ja, hier, das haben wir da und da gehört, was hast du denn noch dazu? Und dann gibt es so ein Pot an Feedback mit Überschneidungen, wo man sich dann auch also Playa kann sich dann eben ein Bild davon machen. Ja. Und wenn es ein Fehler ist, dann kann ich auch meinen Senf dazu beitragen, kann eben sagen, hey, ich spiele halt unheimlich viel SF, ich habe heute auch noch ein paar Accounts von mir. Du wirst es kennen halt so, das ist aus Spielersicht ist man auch irgendwie gefühlt immer ein bisschen was anderes, weil du hast es vielleicht miterlebt und du kannst auch ein bisschen was anderes dazu sagen. Auch gerade anhand von dem Feedback von den Leuten, so die Emotionen, ne? Ist gerade Stimmung gut oder brennt die Hütte gerade? Das ist in der Fülle der Informationen, glaube ich, manchmal für Player nicht ganz so leicht rauszufiltern und ich versuche halt auch immer so ein bisschen dann auch zu sagen, hey, das ist hier gerade ganz, ganz kritisch, ne? Ganz schwierig. Da mal lieber ein bisschen schneller fahren, ne? Und ja, oder halt einfach Dinge anzusprechen, wie gesagt. Und das gehört definitiv auch dazu. Natürlich auch sowas wie stumpf eben die Zahlen vom Stream notieren, dass man ja, wenn zum Beispiel in einem Meeting, wenn man einfach mal gucken will, wie ist denn das so? Wie entwickelt sich das denn auf dem Kanal? Wie viele Follower haben wir denn? Was haben wir denn so an Zuschauern? Dass man das einfach mal ein bisschen nachgucken kann, ohne dass jetzt direkt gesagt wird, okay, da hast du ja zwei Zuschauer weniger hier oder 10 weniger, alles klar, jetzt reicht's. So ist nicht. Das ist so ein Miteinanderarbeiten und nicht irgendwie ja, nebeneinander, sondern man zieht an einem Strang. Und ja, habe ich noch vergessen. Klar, da ich ja nicht direkt bei Playa arbeite, sondern extern, habe ich dann halt entweder einen Austausch mit Playa oder halt zum Beispiel dann irgendwie mit meinem Chef oder Teamleiter bezüglich, die haben Fragen an mich oder es ist auch so, dass ich mittlerweile eng mit vielen Leuten, unterschiedlichen Leuten von Playa Games Kontakt habe, ob das jetzt oder bei Discord ist oder in Meetings und das ist halt zwischenzeitlich auch immer so. Und so füllt sich der Tag eigentlich sehr schnell auf, bis dahin, dass ich irgendwie dann ja einen längeren Tag bräuchte. Keine Ahnung. Ja, krass. Hätte man auch nicht gedacht, dass sich das so mal anhäuft, ne? Dass es da so viel Stuff zu tun gibt, sag ich mal, rund um Shakes and Fidget, dass es halt irgendwie bald zu einer Fulltime-Job wird, ne? Ja, absolut.
Also schon krass. Ja. Kann man so ein bisschen sagen, hast jetzt so ein bisschen die Schnittstelle eingenommen, so ein Stück weit als Community Manager, weil du ja schon so ein bisschen vermittelst zwischen, Ich glaube, die anderen würden mich hassen, die richtigen Community Manager. Ich weiß nicht, ob die das so. Also ich habe da gar nicht mehr so den Überblick. Ich hatte damals immer nur so noch Jörg im Kopf als Über-Community Manager. Dann gab es, glaube ich, immer noch so ein paar hier und da so nebenbei. Aber du hast ja schon eine große Anlaufstelle an Zuschauern, die dir ja viel Feedback geben. Und das Feedback gibst du ja auch direkt weiter. Nichts anderes machen Community Manager ja eigentlich auch, oder? Ja, und halt, die haben noch ein bisschen also was heißt ein bisschen, noch viel mehr Einblick auch in Internes und natürlich auch ein Dashboard, wo die direkt auch Probleme beheben können. Das kann ich im Zweifel gar nicht. Ja, ich habe sehr oft, dass ich leider Leuten nicht weiterhelfen kann. Du wirst das auch kennen, dass irgendwer dir schreibt, hey, ich habe hier das und das, und du sagst, ey, Support sorry, halt, ne? Ja, du musst halt dich an Support melden, ja. Und das. Okay, die haben dann noch andere Arbeitsfelder als du jetzt in dem Fall dann. Ja, auf jeden Fall, jeden Fall. Also gut, kann man das jetzt nicht ganz so grob vergleichen. Das ist halt alles aber so ein bisschen Hand in Hand arbeiten so. Genau. Ich glaube, ich bin da irgendwie an vielen Punkten irgendwie mittlerweile involviert. Das heißt nicht, dass ich irgendwie irgendwas federführend leite oder so. Aber man tauscht sich halt aus. Und ich finde es halt wichtig, dass und das ist egal zum Beispiel, ob jetzt zum Beispiel, wenn ich Feedback weitergebe, ob ich jetzt dieser Meinung bin von dem Feedback, was vielleicht viele betreffen, oder nicht. Das kann sein, dass ich das ganz, ganz anders sehe, aber dass es gerade etwas ist, was eben so durch die Taverne getragen wird, ne? Irgendwas, also jetzt nicht die SF-Discord-Taverne, sondern ich meinte jetzt eigentlich die im Spiel, die Taverne. Ach je, jetzt greift er mich auch noch. Unsere Kämpfe sind immer so spannend, dieses ist so Kopf an Kopf rennen, wie wir da Kämpfe, wirklich, jedes Mal immer 50-50, Alter. Das guckt man sich jetzt immer gerne an. Ja, stimmt schon. Ja, nee, aber ich meine nur, ich finde wichtig, ich versuche den Leuten auch mal zu sagen. Mach weiter. Hallo, du wolltest weiterreden. So. Dass ich jetzt nicht, wenn du jetzt irgendwas weitergeben willst, kannst du sagen, hier, hast du vielleicht jemanden, kannst du das dem sagen, da würde ich jetzt nicht hingehen, noch dreimal Würze Mozone dazu und durch den einmal drehen und dann, weißt du, dass das, ich gebe das genauso ungefiltert weiter, wie es ist, ob es schön ist oder nicht. Das ist doch scheiße. Und viel zu stark. Krank. Das, Noch rein, komm, noch ein. Ja, kann ich den ganzen Abend angucken. Kann ich dich auch besitzen lassen hier. Oh, geil. Ich brauche noch eine neue Waffe. Da scheppert das nochmal anders. Ja. Nee, aber das ist halt cool. Und das wissen die halt auch, dass ich das jetzt nicht beschöne. Ich schreibe dann halt wirklich genauso das, wie es ist im Prinzip. So, wie es eben herangetragen wird. Wenn jetzt irgendwo, das schneidest du dann raus. Ja? Nee, heute mal Mitschnitt. Jetzt bin ich zufrieden. Wird nichts geschnitten. Es bleibt ja alles so, wie es ist. Nee, was soll ich sagen? Ja, ich finde es wichtig, dass man da transparent ist. Beleidigung würde ich jetzt nicht weitergeben, wenn du irgendwie mitbekommst, okay, jetzt passiert auch mal, wie du vorhin gesagt hast, wenn die Mistgabeln ausgepackt werden, dass auch Leute emotional ausfallend werden. Das finde ich immer nicht in Ordnung. Ich finde, Austausch ist sehr wichtig, Kritik ist wichtig, aber eben die Art und Weise ist auch wichtig. Also genau. Man will ja irgendwie immer, dass das auch ankommt beim Gegenüber. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch hingehe und trage das genauso vor und hau auf den Tisch und sag so, ey, bist du dumm oder was? Ja, hör mal. So, ich kann viel besser als du, ne? Ja, mal ein bisschen programmieren. Dann wird der einfach nur sagen, ja, wer bist du denn? Ne? Und da das nicht so ist, sondern man sich halt so austauscht und man das einfach weitergibt und die wissen, okay, ich meine jetzt da niemanden mit irgendwie und es ist auch nicht böse oder sonst irgendwas, sondern ich will einfach nur im Prinzip aufklären. Da wird's knapp. Da wird's knapp. Sieht aus, wird der Maus so rüber gehavert, bin ich, oh Scheiße. Ja, schade. Da müssen wir nächstes Mal Playa noch mal ein bisschen anhauen hier. Müssen wir noch ein paar Pilze rüber schicken hier nächstes Mal. Ja, das rote Telefon hier. Ja. Zücken. Ja. Nee, aber es ist echt eine sehr, sehr coole Sache. Ist super dynamisch, kann man sich das vorstellen. Auch so arbeitsalltagmäßig und wochentechnisch. Und alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das macht viel Spaß. Das ist immer was anderes.
die bringen ihren Kram mit rein, ich bringe meinen Kram mit rein und dazu kommen natürlich auch Streams und die sind ja auch niemals exakt gleich vom Ablauf. Das gestalten auch sehr viel, muss ich sagen, die Zuschauer, die ihren Input liefern, die Fragen stellen. Ist das jetzt immer noch so, dass du dir so Skripts machen musst oder war das nur am Anfang so gewesen? Sagen wir mal, es gibt schon Dokumente, wo so ein bisschen der Titel ist. Eigentlich, ich nutze das für den Titel eben, dass man irgendwo das festgehalten hat. Ist ganz grob, sag ich mal, der Ablauf so ein bisschen festgehalten. Aber ich meine, wir sind mittlerweile, glaube ich, bei Folge 499 von Let's Plays war am letzten Freitag. Also wenn du aus dem Urlaub kommst, ist dein dickes Special angesagt, oder wie? Yeah! Boah. Wir machen EU9 Folge 500. Oh, war das jetzt ein Spoiler? Tatsächlich? Was? Hat er es nicht mitbekommen? Lol. Ich hab das im Stream gespoilert. Ich kann es gerne hier auch nochmal spoilern. Ach so? Serverstart EU9 ist 5.1. Ja, ich hab's schon geschrieben bekommen, aber ich wusste noch nicht, dass man das offiziell kommunizieren muss. Ja, doch. Okay. Das sage ich jetzt einfach. So. Und ja, für die Leute, die dann schon eine Stunde gucken, die sind dann jetzt hiermit belohnt. Für die, ohne Scheiß, die habe ich jetzt schon auch sehr doll lieb. Mit denen gehe ich mal Kaffee trinken, geil. Ja, schreibt's mal gerne in die Kommentare, die bis hierhin durchgehalten haben. Wer am Kaffee trinken ist, so, das ist jetzt der Insider. Wer ist gerade am Kaffee trinken? Wer ist gerade am Kaffeesippen hier? Was wollte ich sagen? Was spicy daran ist, das Thema Expeditionen kommt wieder auf EU9. Oh, okay. Und das wurde, ich habe ein paar Infos dazu bekommen, das wurde mir halt gesagt, dass das überarbeitet wurde. Okay. Und nicht nur eben, ja, so ein bisschen hier irgendwie Gold, XP angepasst, so klassisches Balancing, sondern alle auch dahingehend angepasst, dass das mehr so, man könnte sagen Skill-based, dass man sich, dass man taktisch vorangeht und eben entsprechend auf Gold oder auf XP spielt, dass die Auswahl oder die Spanne dazwischen größer ist. Mhm. Oh, sehr interessant. Und eben, das macht es, ich war da direkt hellhörig, ich so gedacht, geil. Das will ich auf jeden Fall leaken, auf jeden Fall, das ist geil. Weil für alle, die so ein bisschen halt schon länger dabei sind, schon ein paar Jahre ihren Account pflegen, man bekommt viel mit, man probiert viel aus, man hat Fehler gemacht und man fuchst sich irgendwie irgendwo rein. Ne? Du hast im letzten Video, glaube ich, war das letzte Video? Was denn? Was irgendwie ist, da hatten wir morgen auch im Stream, ich habe gestern geguckt, da war es wahrscheinlich das vorletzte Video, wo du gesagt hast, so Min-Maxing. Ja. War für dich so ein fast wie so ein neumoderner Begriff. Ja, mir wurde gesagt, es kommt wohl aus WoW irgendwie. Ich hatte es wirklich Real Talk dieses Jahr das erste Mal gehört. Und weil es überproportional oft verwendet wurde in meinem Umkreis. Es kann sein. So. Und es kann sein, dass man das so. Es kann sein, dass wir das so auch so ein bisschen durch den Content, der so auf YouTube und auf Twitch ist und überhaupt, dass man das auch so ein bisschen salonfähiger gemacht hat, vielleicht. Vielleicht für den Casual-Spieler, der dann irgendwann sagt, naja, so eine Patch-Strategie will ich auch mal ausprobieren. Ich habe sonst immer alle Pets gleich gefüttert, ne? Mhm. Und, oder bis wann spiele ich denn eigentlich XP oder Gold und so? Und ich glaube, irgendwann, wenn man so ein bisschen zuguckt und mithört, will man auch mal so ein bisschen ausprobieren. Und das ist dann der Punkt, wo man vielleicht dann selbst min-maxt. Du, ich habe ja auch wirklich gar nichts dagegen, weil im Prinzip steht es ja dafür, dass man seinen Account so gut wie möglich optimieren möchte, so, ne? Du machst ja auch. Ja, genau. Nur dieses Wort war mir halt nicht bekannt. So. Ich hatte es halt sonst immer gesagt, so, ich optimiere meinen Char hier oder Echt? Hier, zum Beispiel in der einen Reaction, wo Basi meinen Char optimiert hat, da habe ich auch nicht gesagt, hier Basi min-max mein Char, sondern der optimiert mein Char irgendwie oder so. Ne? Es ging mir einfach nur um dieses Wort min-maxen, weil min-maxen tue ich selbst auch so. Das macht jeder, der sich ein bisschen mehr mit dem Game befasst oder mit irgendeinem Game, mit irgendeiner Strategie sich auseinandersetzt, um halt eben besser in dem zu werden, was er da gerade macht, ist das Min-Maxing so. Aber wie gesagt, dieses Wort an sich kannte ich halt vorher nur als optimieren, sag ich mal. Ich habe immer optimieren dazu gesagt. So, ne? Und das ist richtig deutsch, so optimieren. Optimieren, ja. Optimus Prime. So, und das war mir, dieses Wort war mir halt fremd an sich so vorher. Ja. Ja, nee, ich wurde zum Beispiel auch geroastet, weil ich anstatt int, wenn man es abkürzt, Inte gesagt habe. Inte? Das war Inte, ja. Weil das war einfach bei uns in WoW früher immer Inte. Okay. Keine Ahnung warum.
nicht Int oder Intelligenz, sondern Inte. Hört sich eigentlich auch ein bisschen doof an. Ich verstehe auch, warum man das irgendwie das verstehe ich auch. Komisch findet. Gleich mal drauf doch. Ja, genau. Und das Min-Maxing kannte ich auch echt schon früh, auch von Diablo und WoW halt, ne? Weil das so Spiele sind, wo du wirklich auch du min-maxst halt deinen Start, du optimierst so in deinen Worten, ne? Ich habe auch. Du gehst hardcore ran, du guckst halt, okay, ich habe den Crit-Wert, ich habe die Tempowertung, bin ich am Hitcap, habe ich genug Waffenkunde, wie ist mein Stärkewert, alles. Ne? Und das wird alles aufeinander angepasst. Und das machen wir ja bei Shakes & Fidget auch den ganzen Tag mehr oder weniger. Ja. Also ich hatte auch in meiner Kindheit früher sehr viel auch MMO gespielt, aber nicht so Metin oder so, WoW, sondern halt eben Metin. Und da habe ich auch damals noch kein einziges Mal diesen Begriff gehört. So. Also es, weiß nicht, muss wohl wirklich mehr so aus dieser WoW-Szene kommen oder keine Ahnung. Wie gesagt, mir ist das Wort das erste Mal jetzt dieses Jahr zu Ohren gekommen. Und deswegen hatte ich so für mich gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie so ein neumodisches Wort, was jetzt jeder auf einmal benutzt. Aber das ist dann anscheinend schon ein bisschen älter. So, Min-Maxing tue ich selbst. So, das ist ganz klar. Klar. Ja. Ich glaube, das hat sich einfach auch etabliert. Genauso wie DP. Guck mal, als ich auf W50 angefangen habe, stand für Paula auch schon direkt fest, ich mache eine DP. Jo. Ich so, na hör mal, was machst du? Eine DP. Ah, genau. Was nochmal? Ja, eine Dungeon-Pause. Ach so, ja, jetzt weiß ich direkt, was du meinst. Ja, klar. Cool, mach ich auch. Nee, gar keinen Plan gehabt, ne? Null. Und so geht es Leuten auch. Wir reden dauernd irgendwie in Streams über der DP. Einer sagt das im Chat, der andere so. DP, LD ist jetzt wieder, weißt du, so dieses ganze Ja, was ist DP, LD, was ist das? Und das ist halt auch dann wieder irgendwo dieses Thema, jemand setzt sich halt exzessiv mit dem Spiel auseinander und findet heraus, okay, das wäre ein Optimum, das probieren wir jetzt aus, das spielen wir jetzt so. Ja, und dann wird's gemacht. Und ich hab's dann nachgemacht, ich hab's jetzt, ich weiß nicht, ich spiele auf jedem Account eine Dungeon-Pause, aber immer ein bisschen anders. Ich will halt auch ein bisschen Feedback liefern, so aus meiner Erfahrung, was hat funktioniert und was nicht. Und das ist super interessant. Also für mich macht es mittlerweile sehr viel aus, das Min-Maxing am Spiel selbst, obwohl ich es früher gar nicht so krass verfolgt habe, weil ich es auch einfach nicht gerafft habe. Ja, nee, weil man ja auch gar nicht wusste, wie du anfangs schon erwähnt hattest, man muss sich ja erstmal reinfuchsen, es gibt so viele Dinge, Strategien, die man erst im Laufe der Jahre kennenlernt. Du sagst, man lernt heute teilweise noch viele neue Sachen. Ich hatte zum Beispiel unter dem Video gestern, wo Nachteule den neuesten Dungeon gelegt hatte, da wussten zum Beispiel ganz, ganz viele, auch Leute, die schon länger spielen, nicht, dass mit dieser Trankstrategie, dass man zum Beispiel als Magier einen Geschicktrank nimmt, um halt die Kunigunde zu buffen, so, das war vielen nicht bekannt. Und das sind halt so eine Kleinigkeiten, die man halt erst wirklich mit der Zeit lernt oder mal irgendwo aufschnappt. Und gerade wenn es halt ums Optimieren geht, sei des Chars, von Anfang an Serverstart, um halt alles wirklich optimal mitzunehmen. Was weiß ich, Pets, Arena Manager. Man kann so viele Kleinigkeiten überall rausholen. Ist auch immer das leidige Thema, sag ich mal, dass viele Leute immer anfangen, so über die Hardcore-Payer so zu widdern, sag ich mal. Wenn ich jetzt irgendwie zehntausende Pilze hätte, dann würde ich es genauso machen wie der. Ja, würdest du nicht? Würdest du ich wahrscheinlich immer, würdest du nicht? Würdest du nicht? Nee, weil du auf der einen Seite, okay, ja, gebe ich dir recht, den Punkt gebe ich dir. Du brauchst auf jeden Fall das nötige Mula, die nötigen Pilze auf jeden Fall auf dem Bankkonto, um das halt eben zu machen. Aber, Masari, sehr gut. Das ist richtig deutsch hier heute, Alter. Ja, Salome! Salamander. Okay, aber du brauchst auf der anderen Seite halt eben auch die Knowledge. So. Also du brauchst das Wissen, um halt eben auch bestimmte Dinge so anzupacken, um halt eben deinen Fortschritt so zu optimieren, dass du da halt eben auch das Maximale rausholen kannst, weil du kannst halt so viel auf dem Weg zur Spitze verbocken, dass du halt eben dir viele Steine in den Weg legen kannst, wenn du eben gewisse sag ich mal, Spielmechaniken nicht ganz genau weißt. Ja, genau.
Ja, das ist jetzt zwar ein bisschen runtergebrochen und man müsste viel mehr ins Detail gehen, um jetzt auch zu erklären, was jetzt genau damit gemeint ist, aber die wissen, die wissen. Ja. Ist wirklich so, ja. Und vorhin, heute Morgen im Stream, ist oft mal, wird es so, du spielst selbst ein BM, war jemand im Chat, der ist jetzt gerade Stufe 99, glaube ich, Grüße gehen raus, falls er sieht, gesagt, ey, ich bin Stufe 99, ich spiele BM und irgendwie, er war nicht überzeugt davon, weil er gehört hat, die Klasse ist schlecht. Ja. Er war nicht mal unbedingt selbst der Meinung, aber er hat gehört, die Klasse ist schlecht. Er hat gesagt, die Klasse ist absolut nicht schlecht. Und du kannst für jede Klasse irgendwie ein Beispiel rausfinden von einem Spieler, der es echt saugeil gemacht hat. Weil mit jeder Klasse kannst du erfolgreich sein. Wir hatten Tim im Chat zufälligerweise. Tim auf W50. Brauchen wir nicht weiter drüber reden, was der da mit seiner Dungeon-Pause gemacht hat und wie geil der sein BM spielt. Ja, insane. Mit einem viel, viel geringeren Invest als viele, die jetzt unter ihm sind. Und es kommt halt einfach wirklich, der Spieler macht die Klasse oder das Spiel an sich. Dann zum Beispiel Cäsar mit seinem W23 Assassine, den werden viele kennen. Der hätte mit der Spielweise über die Zeit jede andere Klasse nehmen können und hätte den Server dominiert. Einfach aufgrund seiner Spielweise. Das heißt, wenn du das nötige Wissen, das Durchhaltevermögen nicht hast und diese Ausdauer auch so gut zu spielen oder mit dem zu arbeiten, was das Spiel hergibt, macht das gerade wieder. Ja. Dann bringt dir das alles nichts. Dann kannst du Pilze aufladen oder sonst irgendwas oder die stärkste Klasse nehmen im Spiel, ja? Vermeintlich eben. Egal welche das jetzt gerade ist, ist relativ egal. Wenn du viele machen das, glaube ich, auch davon ab, nach den ersten 3 Tagen oder ersten Monat Serverstart, haben das Gefühl, das muss es sein, die eine Klasse jetzt hier gerade. Aber die wissen nicht, was das heißt über Jahre hinweg, wie sich dann so eine Ehrenhalle aufbaut, wer wie spielt und wer wirklich das Rennen macht. Und das wissen eigentlich nur Leute, die schon wirklich, so wie du jetzt hier gerade, mit eben einem BM, der nicht gerade erst angefangen hat, sondern der spielt das schon bis 627. Ja. Das musst du erstmal machen. Und deswegen, ich versuche den Leuten immer zu vermitteln, völlig egal, welche Klasse du pickst, Hauptsache du bist mit deinem Pick zufrieden, es macht dir Spaß. Genau. Das Thema gefällt dir, die Fähigkeit gefällt dir und solange du Spaß daran hast und lange durchziehst, wirst du auch Erfolg damit haben. Ja, du sprichst mir aus der Seele. Das ist genau das, was ich vor 1-2 Tagen auch behandelt hatte in irgendeinem Video. Dass es halt viel, viel wichtiger ist, dass man selbst zufrieden mit seiner Klasse ist. Weil was bringt's dir, wenn du die beste Klasse nimmst, laut Chancen irgendwie in den Dungeons so. Wenn du auf lange Sicht dann aber mit der Klassenfähigkeit unzufrieden bist, dann dümpelst du da oben rum und denkst dir, quitte ich jetzt die Klasse, irgendwie gefällt die mir nicht. Ich bin zwar jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich bin zwar in den Top-Rängen so, aber irgendwie kann ich mich mit der Klasse nicht identifizieren. Dann mach's lieber so, dass du halt wirklich eine Klasse nimmst, die dir halt vom Grundgerüst her gefällt. Wenn du das aus anderen Games kennst, du bist eher gerne so der mit Zaubersprüchen um sich wirft, dann nimmst du halt einen Magier, bist du eher so der mit Bogen und Pfeil schießt, dann bist du wahrscheinlich ein Kundschafter oder so, bist du eher der tankige Typ, ein Krieger. Ne? Und es gibt halt jetzt viele, viele verschiedene andere Klassen jetzt auch, mit denen man sich so ein bisschen grob, sag ich mal, immer so ein bisschen auseinandersetzen sollte, mal hier ein bisschen Einblicke verschaffen, da mal in Videos reingucken, da mal in Streams reinschauen, wie ist die Klasse so, wie verhält die sich, wie sieht die aus, was hat die für Fähigkeiten und mal so ein bisschen Input holen, so grob, was die Klasse kann und dann selbst reingehen aufgrund der Recherche, die man getrieben hat, gefällt mir die so vom Style her oder nicht. So, weil du mit jeder Klasse, wie du das schon sagst, oben stehen kannst, wenn halt eben auch die Ausdauer da mit reinspielt auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, und natürlich auch diese Expertise, ne? Ja, also das hatte ich letztes Mal gerade gesagt, weil ich, glaube ich, eine Liste gezeigt hatte, da stand der Battle Mage auch richtig weit unten, so, das tat mir dann halt auch leid für alle Leute, so, die dann irgendwie diese Liste sehen und da habe ich auch gleich eingehakt und gesagt, bitte macht euch nicht so fest an diesen ganzen Statistiklisten, sondern bildet euch da eine eigene Meinung zu und jede Klasse hat seine Daseinsberechtigung, sonst wäre sie halt nicht da und man weiß in Zukunft ja auch nicht, wie Klassen noch gebalanced werden. Guck mal, zum Beispiel der Dämonenjäger wollte damals niemand spielen, der war komplett shit gewesen. Aber er war damals schon gut, nur dass irgendwie, also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ne? No confirmed information, aber ich meine, er war damals schon echt, er war nicht schlecht, ja.
Die Leute haben ihn viel schlechter gemacht, als er ist. Ich meine, das war der Fall. Ja, es kann sein. Auf jeden Fall wurde er auch wenig gepickt. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass die. Der wurde super wenig gepickt, aber ich meine, er war besser, als die Leute ihn gemacht haben. Das ist. Ich meine, was man sagen muss auf jeden Fall, vielleicht habe ich das auch gerade falsch im Kopf gehabt, ne, nimm's mir nicht übel. Diese Statistiken, es ist ja so, dass die Klassen nicht so super weit auseinander sind, dass du eigentlich die letzte Klasse, den letzten Platz nicht picken kannst als Klasse. Weil der Unterschied so gigantisch ist. Ja? So ist es ja nicht. Die sind trotz dessen, dass es eben Unterschiede gibt und die eine vielleicht in manchen Bereichen oder auch in allen Bereichen irgendwo die Nase vorne hat, statistisch gesehen, kannst du trotzdem die andere wählen. Das ist eine valide Wahl, weil der Abstand nicht so groß ist. Nicht Diablo-Spieler werden es kennen, es gibt eine Season, du kannst Hexendoktor gar nicht spielen. Der ist so schlecht, dass er, ich weiß nicht, das wäre halt so, wie als würdest du irgendwie 2 Jahre später den 13. Stock erst legen. Und das gibt's ja nicht. Und nicht in der nächsten Season wäre es dann wiederum so, dass der Hexendoktor so overpowered ist, dass er 2 Jahre vor allen anderen das Ding legt. Ja? Also das gibt's ja nicht. So krass ist es nicht und deswegen, wo die Liebe hinfällt, so gesehen, hast du Bock irgendwie in BM zu spielen? Hast du Bock einen Dämonenjäger zu spielen? Bist du vielleicht eher, wie du sagst, ne, Zauberspruch-Mensch so? Ich sag, okay, ich will einen Mage haben, das ist geil. Oder jetzt den Necromancer zum Beispiel. Mir sagt Geschick mehr zu als Attribut oder eben Stärke, Intelligenz. Mittlerweile haben wir eine große Auswahl und das finde ich halt auch geil. Ja. Ich bin zum Beispiel ein großer Druiden-Fan, obwohl den eigentlich keiner so wirklich mag. Habe ich das Gefühl manchmal. Ich wurde letztens gefragt, sag mal, wenn du jetzt eine von den Klassen, weil ich halt jede Klasse einmal habe, wenn du eine quitten müsstest. Es geht nicht anders, du musst jetzt eine von denen quitten. Also nicht unbedingt serverabhängig, sondern eher Klasse. Da habe ich gesagt, ja, mein Dämonenjäger. Und das war dann direkt so, hä? Kannst du nicht? Nee, das ist doch der Beste. Oh, GZ. Ja, dankeschön. Aber er gefällt dir einfach vom Set her nicht so, oder am wenigsten. Mir macht der Druide zum Beispiel mehr Spaß. Der mag vielleicht nicht der Beste sein, aber wenn ich einen Druidenkampf, wenn ich im PvP mir den ganzen Kampf angucke oder PvE, der ist so dynamisch, da passiert so viel. Weißt du, hast du gerade, da ist CC-Bonus. Du bist ein Glücksbringer, ich brauche dich, glaube ich, öfter mal hier. CC-Bonus ist das. Ja. Ja, der läuft auf jeden Fall. Ja, nice. Nee, das ist, wie gesagt, das ist einfach, man sollte das nicht danach so ausmachen. Ich glaube, da macht man sich irgendwie zu viel Kopf. Wusstest du übrigens, wir hatten so einen kleinen, das Thema, es gibt immer Sachen, die man dazulernen kann. Weißt du, was passiert, wenn man eine legendäre Waffe mit Sockel in die Toilette werfen will? Eine legendäre Waffe mit Sockel in die Toilette? Also mit Edelstein drin. Ach so, mit Edelstein. Ja. Kann die ein Schild werden? Boah, ich glaube, wenn Sockel drin ist? Ich glaube, dann explodiert das Spiel. Ey, ich habe da nie drüber nachgedacht. Warte mal. Gestern ein Offi von mir, der Achse, Grüße gehen raus, auf S43, schreibt das so und Discord. Ja, nee, stimmt. Da ist ja ein Sockel mit Stein drin. Wie kann das ja, stimmt. Der stößt ja nicht den Stein ab, ne? Nee. Also, das habe ich auch gedacht. Ich habe so gedacht, okay, schließt du dann das Schild aus? Nee. Es gibt eine Meldung vom Spiel, die dir sagt, wenn du das jetzt machst, kann es sein, dass du ein Schild rausbekommst und der Edelstein weg ist. Ach so. Aha. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, okay, der blockt den Spot. Ich auch. Weil normalerweise, wann immer du das jetzt machen würdest, und das wäre kein legendärer Gegenstand, dann kommt einfach irgendwie ein Bogen raus und der hat halt dann den Edelstein drin. Ah. Begleiterwaffe, ganz klassisch. Jetzt habe ich auch den Bogen raus. Der ist komplett. Und das meine ich, irgendwie. Ja, das sind du halt spielst wirklich, so lange. Ja. Nee, Random Facts. Hätte ich nicht gedacht, ja. Ja, ja krass.
Ansonsten, weiß ich nicht, würde ich sagen, ich glaube, wir sind jetzt hier schon, Wollte ich auch gerade sagen, wir haben einfach mal eine Stunde getalkt. Ja, über eine Stunde, Stunde 15 Minuten. Für mich wird es nachher auch zeitlich jetzt bald knapp, weil ich jetzt auch wieder gleich los zur Arbeit muss. Shit. Aber ansonsten hat mich das auf jeden Fall sehr gefreut, mal wirklich die Zeit zu haben und mal wirklich ausführlich mit dir mal sich hinzusetzen und mal sich auszutauschen und zu quatschen. Mal Ich so stehe übrigens gerade. Oh. Ja. Ja gut, das sehe ich nicht. Aber das ist OP, muss ich sagen, wie es ist. Das habe ich mir auch schon ein, zwei Mal überlegt. Wenn man so, ja, gerade im Modus ist, sag ich mal, und in Rage oder was weiß ich, und ein bisschen wild, sag ich mal, ein bisschen hin und her bewegen. Dann fährst du ihn einfach raus. Ja, genau. Und ich würde ihn auch gerne mal ausfahren, denn. Aber ja, ich bin leider auf dem Boden geblieben, sag ich mal. Im Gegensatz zu dir. Und deinem Tisch. Ja, ey, Mo, hat mich aber auf jeden Fall riesig gefreut, dass du hier zu Gast gewesen bist. Wirklich, hat mir auch. Gleichfalls. Hat auch sehr viel Einblick hinter die Kulissen bekommen. Ich denke mal, das hat den einen oder anderen da draußen auch sehr interessiert. Und so wie es immer ist, verabschiede ich mich jetzt und vielen lieben Dank nochmal an der Stelle. Und Mo, vielen lieben Dank, hat das letzte Wort. Ich danke für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, auf dem wunderschönen Dorzer-Kanal und der Dorzer-Community stattzufinden und euch ein paar Worte, ja, es waren auch lange Monologe, ja, mitteilen zu dürfen aus dem, was ich so mache und wieso und wie es dazu kam und so weiter. Vielen lieben Dank, wer bis hierhin da geblieben ist. Kuss an euch alle und schöne Weihnachtsfeiertage und wann immer das auch rauskommt, weiß ich ja gar nicht. Morgen. Und guten Rutsch. Morgen, geil. Ja, dann kommt gut ins neue Jahr, falls man sich nicht mehr sieht und so, ne? Adios, Muchachos. Dankeschön. Dir noch einen schönen Urlaub. Danke. Jo, mach's gut. Ciao. Freunde, ich hoffe, das Video mit Mo hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Ganze mal aufzunehmen und mal eine Stunde mit ihm zu quatschen. Hat auf jeden Fall Wiederholungsbedarf nächstes Jahr. Und wir losen jetzt noch ganz schnell den Gewinner von dem Video gestern aus. Und kopieren dazu die URL von dem gestrigen Video. Und gewonnen hat heute der Tim Meier 3956. Viel Glück an alle und schenkt mir ein Kind. Müsste ich Unterhalt zahlen, das wird ein bisschen teuer, das muss ich leider ablehnen. Aber ich schenke dir auf jeden Fall 5 € Paysafe-Card. Ich hoffe, das ist genauso gut. Ja, mindestens genauso gut. Bitte melde dich bei mir auf Instagram oder Discord. Beides findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.